allererstes gib 1,5 Teelöffel Trockenhefe auf 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Kurz einrühren. Und zur Seite stellen. Hier habe ich 500 Gramm Vollkornmehl. Ihr nehmt entweder fertig gekauftes oder wenn ihr wie ich eine Getreidemühle habt, dann solltet ihr euer Getreide unbedingt selber mahlen. Das Brot wird dadurch einfach viel besser. In eine Schüssel füllen, zusammen mit 1,5 bis 2 Teelöffel Salz. Kurz unterheben. Und wer mag, gibt noch 100 Gramm Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne oder wie ich einen Kernemix dazu. Meine Hefe hat sich schön aktiviert. Das rühre ich nochmal um und kippe das auf mein Mehl. Zusammen mit 250 Gramm zimmerwarmer Buttermilch. Das lasse ich von meiner Küchenmaschine verkneten. Zwischendurch stoppt ihr einmal die Maschine und geht einmal am Rand entlang, sodass sich wirklich alles gut miteinander vermischt. Meist klebt dann nämlich unten am Boden noch etwas. Als allerletztes gebe ich 50 Gramm Sauerteig dazu. Wie ihr Sauerteig ganz einfach selber anmischen könnt, das verlinke ich euch hier oben rechts in dem Video. Schaut euch das an, es ist wirklich total einfach. Und wenn ihr keinen Sauerteig habt, dann könnt ihr entweder fertigen Sauerteig nehmen oder das Ganze auch einfach komplett weglassen. Es funktioniert auch ohne Sauerteig, aber mit Sauerteig wird es besser. Mein Teig ist fertig vermischt. Die Konsistenz ist eher so klebrig. So soll das aussehen. Und den Teig lasst ihr ungefähr 2 Stunden stehen, bis sich der Teig verdoppelt hat. Je nach Raumtemperatur kann der Teig auch schon in 1 Stunde gut aufgegangen sein. Bei Vollkornmehl dauert das aber meistens 2 Stunden. Wenn es kalt ist, sogar 3 Stunden. Mein Teig habe ich 3 Stunden gehen lassen. Der ist richtig schön aufgegangen. Den Teig falte ich einmal ringsum. Ja, der hat richtig schöne Poren im Teig. Dann nehmt ihr ein Backblech. Ich habe hier noch so ein paar Kerne. Und die streue ich so ein bisschen auf den Boden. Und fülle jetzt den Teig um. Ich habe den Teig jetzt noch mal ein bisschen glatt gestrichen und als letztes streue ich ein paar Kerne oben drauf. Ihr nehmt einfach das, was ihr mögt, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder so ein Mix. Das decke ich noch mal ab
und lasse das ungefähr 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heize ich meinen Backofen vor auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Mein Backofen ist vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot jetzt für etwa 50 Minuten mit Wasserdampf. Schaut mal, wie toll das aussieht. Das ist richtig knusprig. Hört ihr das? Ja, mein Brot ist jetzt allerdings noch nicht komplett ausgekühlt, aber ich schneide es trotzdem an. Wow. Boah, sieht das klasse aus. Schaut mal. Sieht das nicht super aus? Boah, ist das zart. Schaut mal. Es ist, wie gesagt, jetzt leider noch sehr, sehr warm. Fast schon heiß. Deshalb möchte ich jetzt nicht zu feste da drauf drücken. Aber ihr seht, glaube ich, dass das wirklich ganz zart ist und ganz weich. Das Brot wird definitiv auch ohne Sauerteig genauso schön und genauso zart und weich. Mit Sauerteig hält es aber noch länger frisch, als es das ohne Sauerteig tut. Ja, richtig schön aufgegangen. Hört mal, wie toll das klingt. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Backt das unbedingt nach. Wenn ihr keinen Sauerteig habt, setzt ihn euch an. Glaubt mir, das lohnt sich. Und dann könnt ihr, wann immer ihr es braucht, einfach ein bisschen in euer Brot geben. Euer Brot wird es euch danken. Ich hoffe, das Brot gefällt euch. Backt das unbedingt nach und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Brot schmeckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Am Ende verlinke ich euch übrigens auch nochmal das Brot zum Sauerteig. Ihr findet den Link aber auch in der Beschreibung. So, komm, eine Scheibe schneide ich noch an. Boah, sieht das klasse aus. Ist das ein schönes Brot? Oh, wirklich ganz, ganz zart. Ja, das war's auch schon. Ich wollte einfach nur noch eine Scheibe schneiden.